Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis kocht. Heute widmen wir uns dem Thema Muscheln. Natürlich habe ich mir auch wieder einen besonderen Gast eingeladen, und zwar keinen anderen als Patrick Ovomuela. Herzlich willkommen, schön, dass du kommen konntest. Ja, danke für die Einladung. Ich weiß, dass du total gerne Pasta isst und auch Pasta Vongole mit Muscheln ganz gerne magst. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal die Miesmuscheln in 3 Varianten, weil die kannst du dann wunderbar mit deinem Pasta kombinieren. Und zwar werden wir einmal die ganz klassischen machen, damit ihr auch zu Hause wisst, wie das geht. Wir werden eine abgefahrene mit Gorgonzola machen. Okay. Und dann haben wir noch mal eine bisschen schärfere Variante, und zwar mit Tomate Chili. Die Basis für unsere klassischen Muscheln und für die Gorgonzola-Muscheln sind eigentlich dieselbe. Dafür brauchen wir Wurzelgemüse. Du könntest zum Beispiel schon mal den Lauch schneiden. Wenn du mir sagst, wie das geht, mache ich das gerne. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist ja gerade bei Muscheln ist das ganz einfach. Wir schneiden einfach den Porree in die Mitte durch Okay. und dann grob runter. Also wenn du es schnell machen willst, ne, Finger hinter den Daumen. Langsam. Und ich schneide schon mal den Sellerie dazu. Sehr gut. Probier mich mal. Ich habe jetzt schon Angst. Darf keine Angst vor Messer haben. Ne? Aber ich will ja nicht, dass du hier so einen Fingernagel nachher in den Muscheln hast. Das ist natürlich nicht, das wäre vom Vorteil. Ich versuch's heute ohne. Du wirst schließlich noch gebraucht. Ja, aber nicht mehr die Finger und auch nicht mehr die Füße. Insofern können wir Gas geben. Oh, das war knapp. Wenn das zu Hause geguckt wird, dann muss ich demnächst Küchenarbeit leisten. Dann nehmen wir noch 3 Möhrchen dazu und die machen wir in dieselbe Größe. Selbe Größe. Ja. Halbiert man die auch? Zeig mir mal, wie man eine Möhre schneidet. Die schneidet man immer so, wie man sie braucht. Ich mache immer ganz gerne die Enden weg, weil das ist ja sowieso hier. Die sind meistens so ein bisschen verkrüppelt. Und dann kannst du das hier auch machen. Einmal halbieren. Damit sie gut liegt. Genau. Und dann zack, zack. Und dann auch einfach runter. Passt wunderbar. Sehr gut. Guck mal, ich mache extra für dich die Zwiebeln, ja? Bin ich nicht ein Damit ich Kollege? nicht weine. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das so habe. Also Zwiebeln schneiden tue ich dann schon mal für ein Rührei oder so. Da mache ich mir gerne Zwiebeln rein. Das sieht dann nicht so aus wie bei dir. Ja, es kommt immer darauf an. Ne? Man kann auch immer zwischendurch einfach mal so Geräusche machen. Ne? Dann denkt man, alle, boah, was ist da in der Küche los? Ne? Könnt ihr hier abschneiden und dann... Wie war das früher bei euch? Wie habt ihr das mit dem Essen gemacht? Also ich sage jetzt mal so, da wurde früher nicht ganz so viel Wert drauf gelegt wie heutzutage. Ich sage immer, wenn wir dich damals schon gehabt hätten, hätte ich vielleicht auch 2 Jahre länger gespielt. Aber dafür hat es damals auch geschmeckt. Also, es schmeckt aber immer noch, das kann ich sagen. Nee, das muss ich schon sagen. Also ich bin ja noch ab und zu, komme ich ja noch in den Genuss deiner Kunst und generell von dem, was da am Trainingsgelände kredenzt wird. Und es kann auch, ich sage jetzt mal, vollwertig, gesund sein und trotzdem schmecken. Damals war es halt, Hauptsache es hat viel Butter und viel Sahne und schmeckt so. Wobei in Maßen ja auch immer alles irgendwo noch in Ordnung ist. Meistens liegt es ja dann wirklich eher daran, dass es einfach viel zu viel ist. Ne? Ja, wie bei mir und der Pasta. Wir haben das Gemüse geschnitten, das sieht wunderbar aus. Jetzt können wir zum nächsten Schritt kommen. Ich habe die Töpfe hier schon mal aufgeheizt. Ja, wird eine Menge. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle Hunger da draußen. Wir machen in die Töpfe Olivenöl. Das Wichtige ist, dass die Töpfe wirklich richtig heiß sind. Okay. Wir fangen mit dem Topf an, weil hier kochen wir unsere klassischen drin. Ja. So, das muss hier gleich alles da rein. Ja, also die Hälfte. Ne? Riecht wie Hamburg. Das riecht viel mehr. Ne? Das riecht wie mehr. Und ein bisschen wie Hamburg Fischmarkt. Riecht direkt wieder Heimweh. Bist du gebürtig aus Hamburg? Wie lange hast du da gelebt? Bis ich 21 war. Dann bin ich über die Dörfer quasi, Lüneburg, Osnabrück, Paderborn, Bielefeld, ja dann in Bremen und Dortmund gelandet. So, wir haben das Wurzelgemüse jetzt hier reingegeben. Ich habe ein bisschen von dem Sellerie noch mit hineingepackt und gibt noch ein bisschen Knoblauch dazu, weil Knoblauch und Fisch gehört sich einfach. So? Ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Genau. Wir brauchen ja noch was fürs Glas. Das gießen wir jetzt einmal noch mit ein bisschen Gemüsebrühe an. Weil wenn wir nur Weißwein haben, dann ist das Ist die denn frisch sauer. ausgekocht oder hast du da jetzt mal geschummelt? Nee, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich heute geschummelt. Ja, das kommt doch in den besten Familien. Nein, also sonst natürlich kochen wir das auch selber, aber da auch mal nach draußen. Ich habe das schon mal gesagt, es gibt tatsächlich Gemüsebrühe als Pulver in Bio-Qualität. Die kann man ohne Probleme nehmen. Die rührt man mit Wasser an und dann ist das kein Verderben. Ja? Das wären unsere Gorgonzola. Da kommt jetzt auch Zwiebel rein. Ich brauchte auch Lauch. Genau. Wie viel? Noch ein bisschen. Und natürlich auch ein bisschen Weißwein. Es lebt vom Weißwein. Das darf nicht fehlen. So, reicht das? Richtig, das ist gut.
Für die Tomaten machen wir es ein bisschen anders. Bei den Tomaten machen wir es tatsächlich so, dass wir Knoblauch und die Hälfte der Kirschtomaten anschwitzen mit Zwiebel und ein bisschen Sellerie. Und die Möhre kommt. Und die Möhre. Das ist Kochen wie im Kindergarten. Einfach alles rein. So, das dünsten wir schön an. Geben schon mal so ein bisschen Chiliflocke mit dran. Also von mir aus musst du nicht so vorsichtig sein. Ne? Ja? Ich esse scharf. Ja. Gut, dann machen wir ein bisschen schärfer. Und zu dem Ansatz geben wir jetzt die restlichen Muscheln. Und jetzt brauchen wir einen Schluck Weißwein. Jawohl. Und jetzt haben wir passierte Tomaten. Die kommen direkt mit rein. Und hier geben wir jetzt, um das Ganze noch ein bisschen runder zu machen, geben wir jetzt ein Stück Butter mit rein. Butter. Okay. Das macht einfach die Brühe und den Wein, das Ganze noch mal ein bisschen weicher. Die nehmen wir jetzt runter und lassen die ziehen. Dann nehme ich die hier rüber, haben wir nicht mehr Platz. So, wir gießen jetzt den Fond quasi da rein. Da kannst du mir einmal ganz kurz bei helfen. So, die wieder zurück, oder? Genau, die zurück. Oh, das riecht. In den Muschelsud gebe ich jetzt den Gorgonzola mit rein. Und zwar nicht zu wenig. Und direkt auch ein bisschen Butter. Okay. So. Da ist kein Stückchen mehr drin. Das ist perfekt verteilt. So, das kochen wir noch einmal auf, damit das auch richtig in die Muscheln reingeht. Das riecht fantastisch. Das interessiert mich total. Gut, klassische gehen immer, aber Ja, ich glaube, man muss sich steigern. Jetzt passt da dazu, ne? so eine kleine 500 Gramm Packung Spaghetti da drunter oder so. Da bleibt auch was für die Familie über. Habt ihr Zeit überhaupt zusammen zu essen? Ja, wenig. Jetzt, wo ich auch im Nachwuchs so ein bisschen mit reinschnupper, sind die Tage extrem lang wieder. Also es ist ja auch ungewohnt. In der Jugend wird ja noch abends trainiert. Und dann bin ich schon zu Hause, ist eigentlich nur noch Zähne putzen oder den letzten Löffel noch rein und dann gehen die Kinder schlafen. Aber ich fahre sie morgens und habe dann oft noch ein bisschen Zeit, wenn sie aus der Schule oder aus dem Kindergarten kommen. Das ist eigentlich schade, weil Halt! Du hältst meinen Löffel? dass die Tradition so ein bisschen verloren geht. Ne? Also dieses Familie isst zusammen und so, da hat man leider nicht mehr so oft Zeit für. Ne? Da muss man sich halt nehmen. Deswegen muss man das auch zelebrieren. Und ich habe ja Hast du gesagt, recht. ich habe extra was übrig gelassen. Wenn wir schon mal zusammen kochen, ne? So, nur ein kleines Schlückchen. Erstmal vielen Dank, dass du da warst schon mal. Ne? Danke Hat für die mich sehr Einladung. gefreut. Ich freue mich jetzt darauf. Edles Tröpfchen, passt dazu. Also, wir haben gesagt, wir fangen an mit den normalen Muscheln. Jawohl. Immer wieder ein Klassiker, ne? Genau. Immer wieder. Wo haben wir hier? Da haben wir was. Jetzt schon Gorgonzola? Ich würde sagen, ja, wir machen den Chili zum Schluss, oder? Okay, alles klar. Richtig schön mit dem Chili unten drunter. Ich würde am liebsten so Gemüse löffeln hier. Komm her. Ah, da ist sie. Ah! Die geht noch. 3-Sekunden-Regel. Oder? Gut. Die haben richtig was, ne? Sehr gut. Das ist aber mein Favorit hier. Ja? Ja, das ist schon von Anfang an kam das bei dir so rüber, ne? Das ist natürlich auch die größte Sauerei. Vollkommen richtig. Ah, hätte man fast noch schärfer machen können. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder? Also Okay, bin ich ehrlich. Kann mehr Chili rein, muss ich im Rezept noch anpassen. sehr lecker, aber so 2-3 Eimerchen Chili rein. Wer weiß, wenn wir jetzt noch 3-4 Dinger probieren, ne? Vielleicht hatten wir noch eine Ja, Stelle. vielleicht. Das kann auch sein. Das könnte auch explodieren. Aber lecker sind sie. Sehr, sehr lecker. Schön, dass du da warst. Und wenn ihr Lust habt, das nachzukochen, findet ihr unten die Adresse eingeblendet, auf der ihr die Rezepte findet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.